Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungsvideo meiner Bachelorarbeit mit dem Titel Automatische Auswahl von Webseiten als Stichprobe für den Barrierefreiheitscheck Web. Laut dem Data Reportal gibt es Stand Juli 2023 5,19 Milliarden Internetnutzer, was etwa 64,5% der Weltbevölkerung entspricht. Die WHO schätzt, dass insgesamt 1,3 Milliarden Menschen erhebliche Beeinträchtigungen in ihrem Leben erfahren. Das ist etwa jeder Sechste. Erschreckend ist daher, dass für diese Gruppe trotzdem viele Webseiten im Internet nicht zugänglich gestaltet sind. Eine Studie der Aktion Mensch zeigte, dass 75% der meistbesuchten deutschen Firmenwebseiten nicht barrierefrei sind. Um Seiten auf barrierefrei zu prüfen, besitzt das Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit der Hochschule der Medien zwei Prüfverfahren. Einmal den Barrierefreiheitscheck Web nach BITV 2.0 und den BIK-BITV-Test. Unabhängig des Prüfverfahrens muss für die zu prüfende Webseite eine repräsentative Stichprobe erstellt werden, um nicht jede Seite einer Website überprüfen zu müssen. Diese Seitenauswahl ist bei großem Umfang jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden, weswegen das Ziel meiner Arbeit die Erstellung einer Webanwendung war, die diesen Prozess automatisiert. Dazu wurden zuerst die bestehenden Stichprobenverfahren erörtert und analysiert. Die wesentlichen Methoden sind Ad-Hoc, ein selektives Verfahren, welches auf menschlicher Einschätzung basiert, Uniform Random Sampling oder URS, das eine zufällige Auswahl aus einer Liste aller Seiten wählt, Random Walk, das die Links einer Webseite wahllos verfolgt und dabei willkürlich Seiten auswählt, Error Profiling, ein Verfahren, das Seiten anhand einer Metrik gruppiert und aus diesen Gruppen zufällig Stichproben entnimmt, und URL-Samp, welches sich die skriptgenerierte Natur von Websites zunutze macht und Seiten anhand der URL gruppiert, um daraufhin aus diesen Gruppen eine Seitenauswahl zu treffen. Da keine optimale universelle Lösung bestand, wurde ein eigenes Verfahren im Rahmen der Arbeit entwickelt. Dieses Verfahren basiert auf das HTML-Attribut Class, welches Entwickler verwenden können, um Webelemente anzusteuern. Die Annahme ist, dass durch die Betrachtung der vergebenen Klassennamen auf die Inhalte der Seite geschlossen werden kann. Die gefundenen Klassennamen werden innerhalb der Anwendung dann mit einer Liste festgelegter Schlüsselwörter verglichen, um sie als relevant einordnen zu können. Die Schlüsselwörter wurden dabei so gewählt, dass Inhalte identifiziert werden, die potenzielle Zugänglichkeitsbarrieren enthalten. Ein Beispiel ist die interne Suche der HDM-Website. Durch die Klassennamen Breadcrumb, Searchbar und Tab kann die Struktur und Funktion der Seite mit hoher Sicherheit identifiziert werden. Anschließend filtert ein Algorithmus die Seiten, deren Inhalte die meisten potenziellen Barrieren enthalten könnten und alle vorhandenen Schlüsselwörter abdecken. Die Validierung der Anwendung wird durchgeführt durch den Vergleich der automatisierten Stichprobe mit einer Stichprobe von Experten anhand von 3 Websites. Dabei wird einerseits auf Vollständigkeit, also die Anwesenheit von falsch negativen Ergebnissen, sowie Effizienz, die Anwesenheit von falsch positiven Ergebnissen geprüft. Seiten, die unterschiedlich sind, jedoch ähnliche Inhalte umfassen, werden als gleichwertig gesehen. Das Ergebnis zeigte für den ersten Testsatz sehr gute Ergebnisse und eher mittelmäßige Erfolge bei den beiden anderen Testsätzen. Grund hierfür sind einerseits die geringe Anzahl an Seiten innerhalb Testsatz 1, welche eine limitierte Varianz möglicher Stichproben zur Folge hatte. Andererseits hatte die Anwendung allgemein Schwierigkeiten, kontextbezogene Barrieren zu identifizieren, die zum Beispiel das Erkennen von Bildinhalten voraussetzt. Insgesamt hat die Anwendung jedoch stets diverse Inhalte für die Stichprobe ausgewählt und kann möglicherweise als Hilfestellung zur Seitenauswahl verwendet werden.